Hat sie die Route jetzt schon berechnet? Nein, es findet schon wieder kein GPS. Ich weiß nicht, das zeigt mir nichts, wie komme ich denn, wie bin ich denn da und ja, Okay, ohne GPS finde ich da jetzt nicht heim. Vielleicht warst du schon mal in einer ähnlichen Situation und hast dich auch gefragt, woran es wohl liegt, dass dein GPS nicht oder nur schlecht funktioniert. Was ist hier eigentlich los? Zuerst einmal solltest du wissen, dass es nicht nur GPS gibt. Mittlerweile existieren insgesamt 4 voll funktionstüchtige Satellitennavigationsdienste. Im Englischen Global Navigation Satellite System oder kurz GNSS genannt. Der wohl bekannteste Satellitennavigationsdienst, umgangssprachlich oft auch als Synonym für GNSS verwendet, ist das US-amerikanische GPS. Dieses wurde in den 1980er Jahren aufgebaut. Etwa zeitgleich entstand das russische Pendant namens GLONASS. Seit dem Beginn der 2000er Jahre betreibt Europa bzw. die European Space Agency das einzige nicht-militärische GNSS, Galileo. Und auch China hat in einem ähnlichen Zeitraum ein GNSS aufgebaut. Dieses trägt den Namen Baidu, auf Deutsch Großer Bär. Da jedes GNSS aus etwa 24 bis 30 Satelliten besteht, umkreisen insgesamt über 100 GNSS-Satelliten die Erde. Das Prinzip ist recht einfach. Alle diese Satelliten senden Signale aus, die du mit deinem Smartphone an der Erdoberfläche empfangen kannst. In diesen Signalen werden die Positionen der Satelliten und der Zeitpunkt der Signalaussendung mitgeschickt. Wir nennen das die Navigationsnachricht. Mithilfe dieser kann dein Gerät dann deine Position berechnen. Das funktioniert so. Da der Aussendezeitpunkt und Empfangszeitpunkt bekannt sind, kann die sogenannte Laufzeit berechnet werden. Weil sich GNSS-Signale mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten, kann aus der Laufzeit die Distanz vom Satelliten zu deinem Smartphone bestimmt werden. Im Allgemeinen gilt, je mehr Satelliten sichtbar sind, desto genauer ist die berechnete Position. Es sind aber mindestens 4 Satelliten notwendig, um die 3D-Position und den Empfängerurfehler zu berechnen. Je nachdem, was du für ein Smartphone hast, wird es ziemlich sicher nicht nur GPS, sondern zumindest 2 oder sogar alle 4 GNSS dafür verwenden. Leider ist die Positionsberechnung in der Realität nicht ganz so einfach. Es gibt nämlich einige Fehlerquellen, die unbedingt berücksichtigt werden müssen. Erstens ist eine exakte Zeitmessung ganz wesentlich für die Distanzmessung. Darum haben GNSS-Satelliten übrigens hochpräzise Atomuhren an Bord. Die Uhr deines Smartphones ist allerdings bei weitem nicht so genau. Da ein kleiner Fehler in der Zeitsynchronisierung einen riesigen Fehler in der Laufzeitmessung und der Position verursacht, wird der sogenannte Empfängerurfehler, also die Uhrzeit deines Smartphones, mitgeschätzt. Darüber hinaus müssen GNSS-Signale auf ihrem Weg vom Satelliten zur Erdoberfläche die Erdatmosphäre durchqueren. Im Allgemeinen kommt es dabei zu einer Verzögerung der Signale, das heißt, die gemessene Entfernung ist zu lang. Das wird durch verschiedene Modelle berücksichtigt und korrigiert. Ein weiterer wesentlicher Fehlereinfluss sind sogenannte relativistische Effekte. Die müssen berücksichtigt werden, weil die Satelliten die Erde in einer Höhe von 20.000 Kilometer umkreisen und sich dabei sehr viel schneller als wir auf der Erdoberfläche bewegen. GPS war übrigens einer der ersten praktischen Anwendungsfälle der Relativitätstheorie und ohne sie würde GPS gar nicht funktionieren. Ein Effekt, der oft bei Smartphones auftritt, ist Multipath. Von Multipath spricht man, wenn das Signal nicht nur auf dem direkten Weg vom Empfänger empfangen wird, sondern auch nach einer Reflexion, zum Beispiel von einem Gebäude. Wie du dir vorstellen kannst, kann das zu großen Fehlern in der Distanz zu den Satelliten und der Berechnung der Position führen. Durch Abschattungen von Bäumen oder Gebäuden, Stichwort Häuserschluchten, kann die freie Sicht auf den Himmel und die Satelliten eingeschränkt werden. Dann kann es sein, dass dein GPS am Handy oder eigentlich deine GNSS-Positionierung mit dem Smartphone nicht funktioniert. Und das erklärt auch die Empfangsprobleme in den 3 Szenen zu Beginn. wo ist das jetzt? Jetzt ist überhaupt weg.